und herzlich willkommen zum 19. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch die Glock 19 vor. Um genau zu sein, geht es um eine Glock 19 Gen 3 im Kaliber 9 mm. Über Glock allgemein haben wir schon mal ein Video gemacht. Den Link dazu findet ihr im Videobeschreib. Die Pistole wird in einem Kunststoffkoffer geliefert. Im Lieferumfang dabei haben wir natürlich die Pistole selber mit 2 Magazinen. Eine Ladehilfe ist dabei. Ein Butzstab aus Kunststoff. Theoretisch wäre noch eine Nylonbürste für den Butzstab dabei. Die fehlt halt jetzt bei unserer, weil es halt eine Secondhand war. Und eine Anleitung mit Bildchen. Und das ist der Lieferumfang dieser Pistole. Es ist eine Striker-Fight-Pistole mit einem dazugehörigen Double-Action-Abzug. Die Waffe wiegt 670 Gramm mit Magazin, aber ungeladen. Der Schlitten ist aus Stahl und im hinteren Bereich befindet sich Serrations. Zudem verfügt das Modell über einen Loading Indicator, der einem angibt, ob eine Patrone in der Kammer ist oder nicht. Diese Funktion übernimmt der Extractor, wo man erkennen kann, ob die Waffe geladen ist oder nicht. Zudem hat es zwischen dem Extractor und dem Lauf und der Kamera vom Lauf hat's einen kleinen Spalt. Den kann man eigentlich auch, wenn man seitlich hineinschaut, erkennen, ob eine Patrone in der Kammer ist oder nicht. Der Lauf selber ist aus gehärtetem Stahl und ist 102 mm lang. Der Unterteil der Pistole besteht aus schlagfestem Kunststoff. Im Griffbereich hat es rundum Texturierungen. Im vorderen Bereich hat es noch so Aussparungen für den Finger, dass es griffiger ist. Im hinteren Bereich hat es noch ein Loch für ein Lanyard. Vorne dran hat es eine Picatinny-Schiene, die von Glock ist. Da gibt es aber eigentlich von diversen Herstellern Sachen, die man montieren kann, zum Beispiel Taglights, die es passend für die Schiene machen. Das Magazin ist auch aus schlagfestem Kunststoff mit einem Stahlblechkern. Das Magazin, das normalerweise dabei ist bei der Glock 19, fasst 15 Schuss. Es gibt aber von der Glock auch 17, 19, 24, 31 und 33 Schuss Magazin. Die Bedienelemente der Pistole sind eigentlich alle nur auf der linken Seite. Und zwar halt der Schlittenfanghebel, der sehr dezent ist, also nicht so fest aufgetragen. Der Magazinauslausknopf. Und als Sicherung hat die Pistole eigentlich nur so eine Züngli-Sicherung direkt am Abzug. Wie schon vorher erwähnt, ist es eine Striker-Fight-Pistole. Der Abzugsweg ist Glock-typisch eher lang, aber nicht so streng. Der Druckpunkt ist gut erkennbar. Der Reset-Weg ist so mittellang, nicht allzu kurz, aber auch nicht allzu lang. Der Reset-Klick ist sehr gut erkennbar und man hört ihn auch recht gut. Und das Abzugsgewicht ist ca. 2 Kilo.
Die Visierung ist aus Kunststoff. Die Kornvisierung hat einfach einen weißen Punkt drauf, damit man die besser erkennen tut. Die Kimme, die hat das Glock-typische eckige U-Markierung in weiß, wo das Zielen vereinfachen sollte. Die Kornvisierung ist starr. Die Kimmenvisierung kann man horizontal verschieben. Der Rückstoß ist für einen 9 mm in einem normalen Rahmen gewesen. Eigentlich doch auch fast ein bisschen leicht, für das es eine kurze Pistole war. Also sprich, man kann den Rückstoß wirklich sehr gut handeln. Das hat man schlussendlich auch bei unserem Schusstest bemerkt. Und ja, ein bisschen erstaunt kann man sagen, weil das Schussbild ist halt einfach wirklich phänomenal geworden. Sprich, eigentlich auch sogar fast schwer zu toppen. Also das ist jetzt wirklich bis jetzt das Beste, was wir geschossen haben. Mein Fazit zu der Glock: Es ist eine coole Waffe zum Schiessen. Sie ist erstaunlich präzise, trotz dem kurzen Lauf. Glock-Typ ist halt der Abzug, finde ich jetzt persönlich nicht so cool, halt eben durch dass sie geladen eigentlich einen längeren Abzugsweg hat, als ja. Und es ist halt auch in Anführungszeichen nichts Spezielles, ja. Aber wem sie gefällt, kann man sie sicher weiterempfehlen. Eben wie gesagt, präzise, cool zum Schiessen. Der Rückstoß ist auch gut handelbar. Also wenn es sie gefällt, ist top. Also mich hat das Modell recht erstaunt und überrascht. Ist jetzt nicht gerade, dass ich so ein Glock-Fanboy bin und jetzt sagen wir es kein Glock-Hasser, aber mir sagen es normalerweise nicht allzu viel, kann man sagen. Habe auch schon diverse Glocks mal ausprobieren und vielfach, wie es auch der Patrick sagt, sind eigentlich die Abzüge immer so ein bisschen, naja, vor allem halt das typische Glock-Schwammig, das man amigs so hört. Ich bin aber erstaunt, dass man das bei diesem Modell eben eigentlich nicht hatte. Klar, der lange Abzugsweg, ja, aber wirklich der Druckpunkt so schön erkennbar und auch nicht wirklich gross schwammig beim Auslösen und beim Reset. Und halt natürlich auch, wie Patrick auch schon gesagt hat, das Schussbild, das ich jetzt wirklich nicht erwartet hätte von so einer kleinen Pistole, kann man sagen. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, das hat mich extrem erstaunt. Abgesehen von dem, ich finde es einfach von der Grösse, finde ich es eigentlich eine spannende Grösse. Ähnlich wie die USB Compact, die wir mal reviewt haben. Ich finde das eigentlich noch eine angenehme Grösse zum Handeln, zum Schiessen. Ja, schlussendlich kann man sagen, ja, es ist ein zuverlässiges Modell. Also, wenn einem das Modell gefällt, dann ja, auf jeden Fall. Und
wenn man jetzt nicht gerade so glockorientiert ist, würde ich gleich halt vielleicht können empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, probiert doch das Modell einfach mal aus und schaut mal, ja, wie sie performen tut. Und ja, man wird dann halt meistens schon sehen, ja, also eigentlich ja, ist es ein gutes und zuverlässiges Modell und wirklich zu empfehlen. Das war es wieder mal mit einem Video von uns. Danke wie immer an Essador Swiss, dass wir dort die Schussaufnahmen machen. Detailbilder findet ihr wie immer auf Insta und Facebook. Wir würden uns natürlich auch über ein Like freuen auf all diesen Kanälen und auf dem YouTube-Video, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.